Heute, wie ihr schon im Hintergrund seht, um da mal ein wenig Variation reinzubringen, ein anderes Game. Und zwar Away nennt sich das, Survival Series, und zwar sind wir heute als Flughörnchen unterwegs. Ich habe es noch nicht gespielt, ist gerade mein erstes Mal, First Try. Wir gehen auf ein neues Spiel und dann würde ich sagen, starten wir das Ganze. Ich denke, es läuft alles soweit flüssig. Wir machen erstmal auf Easy, oder? Machen auf Easy. So, ich bin gespannt. Den Bildern und Trailern nach ist es ein liebevolles Game. "20 years have passed since a cataclysmic disaster known as the Shift transformed the Earth. This planet, once a paradise for human beings and animals alike, has become a nightmare. A swirling vortex of storms, fires and eruptions that threatens to devour what little life remains. And yet, life does remain. Animals, certain indefatigable species have proven themselves able to adapt in ways humans could not. Ach, wir sind schon dran. Oh, das sind schon wir. Wir sind schon Flughörnchen. Wir sind wohl noch ein junges. Weil der vor uns oder die vor uns ist schon etwas größer. One such species is the sugar glider. Kurzkopf-Gleitbeutler. Unusually adept at navigating this new and Es ist schon ziemlich laut, ne? Ich muss das gleich noch umstellen. Ist auch gerade ein heftiges Unwetter, muss man sagen, ne? Für die kleinen Racker wahrscheinlich noch schlimmer als für uns. Though sugar gliders, like all life on Earth, now balance on the brink of extinction, their still beating hearts offer us glimmers of hope, proof that no matter the challenge, life can always find a way. Soll ich, solange der noch redet, ich mach mal, solange der noch redet, die Facecam weg, ne? Passiert ja gerade eh noch nichts. Dann kann man wenigstens mitlesen. Like human beings, sugar gliders form powerful familial bonds. Adults and their offspring protect and nurture each other and cooperate in ways that enhance their chances of survival. But no amount of cooperation can avert some disasters. Aber das ist schon heftig krass für den Anfang. Muss man schon sagen. Das war, unschön, wie das angefangen hat. Da wurde die Flughörnchenfamilie auseinandergerissen. There is hope. This young family of sugar gliders is living on hope. With their nest destroyed and their father cruelly taken, they'll need every ounce of it to brave the dangers of the wild in search of a new home. Young gliders, or joeys, sometimes remain with their mothers until they are 10 months old. At only 6 months, our young glider will need more time at his mother's side to learn the ropes. Every step forward for this Joey is a step into the unknown. His mother and baby sister are the only constants in his life. And his mother has the knowledge and wisdom that come with age. He'll have to follow her closely. He's still young and has much to learn.
So. Jetzt sind wohl wir dran. Schieben das jetzt einfach hier rüber. Ist ja egal. Ist jetzt so gut oder ist es zu leise? Ah, Moment. Wir machen doch ein bisschen lauter. 80 ist gut. Kann man ja jederzeit ändern. Ja, das ist halt so, wenn man ein Spiel zum ersten Mal spielt und nichts vorher einstellt, ne? Dann macht man das halt im Stream. So. Gut, da sind wir nun. Was sind das für Teile? Wieso leuchten die Pilze? Sugar gliders are tree-born animals, out of their element on the forest floor. This plucky youngster must stay alert and find ways to strengthen himself for the arduous journey ahead. Ist wohl gerade die Abendsonne. And other succulent plant life not only offer nourishment to the sugar glider, but a path to follow. For where plants thrive, other forms of life can thrive as well. Okay. Kann ich die auch essen? Das ist... Ich krieg gefühlt 3 mm aus so einem Pilz raus zum Essen. Kann ich die auch essen hier? Nee, nur die Giftpilze kann ich essen. Hä? Oha, der springt aber echt gut für seine Größe. Muss man schon sagen. Jumping, a precursor to gliding, keeps the glider nimble and strong. Skills he'll need if he's to survive this quickly changing environment. Zack. Krasser Sprung. Bam. Heftig. Bin mal gespannt, wann wir uns frei bewegen dürfen. A spider. Though small, it has all the markings of the notorious Black Widow. Ach so. Hä, was habe ich gemacht? Habe ich die schon besiegt? Wieso ist eigentlich die Spinne so groß wie ein Flughörnchen? Was ist das für eine gigantröse Spinne? Krass. Oh, Bären. Kann ich die Bären essen? Ja! The glider must master every skill in his arsenal to thrive. And one of his most notable attributes is gliding. He cannot survive without acquiring this primary skill. But to glide, he'll need strength. And strength comes from food. Halte gedrückt, um 3 gelbe Beeren zu essen. Halte F gedrückt. 1. 2. 3. Folge deiner Mutter. Okay. Wir folgen meiner Mutter. Boah, jetzt bin ich gespannt. Unsere erste Flugstunde. This is Savior Island, one of only a handful of ecosystems that remain. Its dense forests would once have offered cover and comfort to this young sugar glider. Geil, ich will fliegen. But no longer. The island is now a deadly war zone of competing species. Hallo, Lupi. The sugar glider feels most at home in the trees, and for good reason. The glider's whole body is adapted for the high life of the forest canopy. Ja, jetzt red nicht so viel, ich will fliegen. Thumbs on his hind feet allow him to clasp branches and perform wonderful feats of acrobatics. Ja. With his gliding membrane, he can defy gravity itself and float on the air like a piece of paper, at least in theory. Drücke, um zu springen. Drücke erneut und halte gedrückt zum Gleiten. Geil! Oh! Hä, wieso? Gliding isn't an easy skill to Wieso? master. Das ist ja Dings. Das ist ja scheiße. Wieso ist denn das versetzt? Ich will nicht diese vertikale Kacke.
Nein, mach mal nicht. Deswegen bin ich gerade runtergestürzt. Und nur weil es invertiert ist, deswegen bin ich gerade runtergestürzt. Ich hasse das. Also wer diese Sache erfunden hat mit dem Invertieren, der echt wirklich... Hä? Hä? Nee, okay, jetzt ist es ja noch schlimmer. Hä? Haben wir gleich. Hoch. Runter. Ja, und jetzt muss ich hier wieder hoch, oder wie? Oder was? Jetzt ist Mama Flughörnchen da oben. Achso, hier kommen wir hoch, okay. Komm, mach mal ein wenig hin. Das mit dem Fliegen müssen wir noch üben. So, wo ist Mutter hin? Da. Ich habe anscheinend noch einen Bruder oder Gleitfähigkeit erlernt, okay. Anscheinend noch einen Bruder oder eine Schwester, weil auf dem Rücken von der Mutter ist noch jemand von uns. Oh, wir essen die Schnecken. Halte gedrückt, um zu zielen. Halte gedrückt bis zum Fang deines Essens. Aha. A delicious meal. Handjump erworben. Like a successful hunt to put the spring ich hab noch gar keinen Handjump gemacht, hä? The sugar glider forges ahead with a new vigor. So oder was? Ach, da kann ich das... Hä? Hier kann ich den mitnehmen. Ich dachte mir, Grizzly, nachdem wir gestern immer nur Tiere gejagt haben, dass wir heute mal auf die andere Seite wechseln. Nein, Spaß. Ich wollte einfach mal eine Variation reinbringen. Und nicht jeden Tag dasselbe machen, deswegen. Und das Spiel hatte ich schon lange auf der Liste, fand ich mega geil und interessant. Und ja, Lupi, ich kann dir noch gar nicht so viel erzählen von dem Game, weil, ich es selber heute jetzt gerade zum ersten Mal in diesem Moment zuerst spiele. The winds here are harsh. One wrong move could send him tumbling into the waters below. And also wir sind auf jeden Fall ein Flughörnchen. This would be a deadly mistake. Und müssen uns hier ein wenig durch die Natur kämpfen, weil wir gerade noch in der Anfangssequenz von einem Sturm mit der Familie getrennt worden sind. Ja, das Spiel ist auch schön, hat eine schöne... Oh! Oh. Also hüpfen können die ja, das muss man ihnen lassen. Da, eine Ameise! Die Ameise kaputt gemacht. Das ist gar nicht so easy hier, wenn ihr mich fragt. Nein! Ja. Mörder. Also Ameisen gibt's ja wirklich genug. Da schadet die eine nicht. Crags, steep slopes and sudden gaps in the earth present a treacherous challenge. Noch eine Spinne. Weg. Wann können wir uns jetzt eigentlich frei bewegen? Käfer. Drücke... Was stand da? Ich habe nicht aufgepasst. Wann kann ich denn jetzt... Also ich warte darauf, dass wir uns frei bewegen können und die Welt erkunden können. Oh, da ist was. Skorpion. A scorpion. This creepy crawler wields a dangerous weapon. A toxic stinger that could kill the glider with a single jab. And this striking fiend won't let the glider go without auszuweichen. Was? This gutsy Joey has a battle on his hands. Er hat mich. Ich kann nichts machen. Hä? Also ich glaube, das mit der Steuerung und das, was mir erzählt wird, stimmt nicht so ganz, weil es ist ein bisschen komisch. Ja, wilder Kampf, ich lerne gerade die ersten Schritte, also bitte. Aber ich bin schneller wie der Skorpion.
So muss das... Ah, er hat mich! Weg! Wo bin ich? Ich bin weg! Hey, es ist ja verbuggt! Ich bin weg! Hä? Ich sehe mich nicht. So kann ich nicht arbeiten, wenn ich mich selber nicht sehe. Okay, der macht mich fertig. The glider fought valiantly. Der macht mich fertig. To no avail. Such are the perils of the world beneath the forest canopy. Also das mit dem Kämpfen ist nicht so easy. Jetzt steht hier... Ach so, ich habe die falsche Taste gedrückt vorhin. Das erklärt's natürlich. Geil, jetzt mache ich ihn fertig. Nein, nein, nein! Aber wir sind nicht weggebackt. Steh auf! Achso, ich hätte ausweichen müssen. Ja, gut, okay. He's done it. Wir haben ihn The sugar besiegt. glider reigns victorious. A testament Ha, to his wir haben ihn rapidly besiegt. developing skills. Wobei das schon With a ziemlich... newfound confidence, Was ist he denn das? pushes forward Ist das eine Maus? toward the next challenge. Das war eine Maus, glaube ich. So, wo ist Mutter hin? Mutter ist hier hoch. Hä? Achso. Schmetterling. Kriegen wir den Schmetterling? Sugar gliders have hab ihn powerful bekommen. instincts that can alert them not only Kann ich to the den essen? presence of predators, Ich but kann to the Schmetterling safest essen. paths forward. But instincts are useless if they're ignored. The glider must learn how and when to hab schon wieder listen nicht to these aufgepasst. inner nudges. Mit was kann ich meinen Finely honed Instinkt instincts could machen? mean the R. difference between life and death. Aha. Krass. Oha. Was für ein Megasprung. Ich möchte jetzt aber auch mal richtig fliegen. Es heißt nicht umsonst Flughörnchen. That chilling cry was uttered by a bearded vulture, a massive bird that could crush the sugar glider between its talons like a porcelain doll. The sugar glider's senses are on high alert. Every instinct in his body tingles in the presence of this threat. He moves cautiously, keeping inconspicuous. Versteckt sich genau wie deine and out of Mutter. sight. Shift, um zu sprinten. Okay. Aber der darf uns nicht sehen, sonst geht der Adler ab. Ist beunruhigt, warte eine Sekunde. Jetzt wird's gerade spannend, ne? Also ich meine, ist ja klar, wir sind jetzt gerade auch am Anfang vom Game. Und da kriegen wir ein wenig so die Basics erklärt und so und dann geht's los. Bleib ja sitzen. The vulture is aware of movement on the ground. Ja, war ja klar, It dass er could das spot the bemerkt. glider at any moment. Our Joey must remain quiet and hidden if he's to survive. Oh! Bleib sitzen!
machen es aber auch spannend. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. So, zwischendurch können wir was essen. War ganz schön knapp hier. Narrowly avoiding the vulture, the sugar glider can breathe a sigh of relief. For now. Lizards. A perfect meal for this family of gliders on the go. Eine The Jerry hervorragende takes cues from Mahlzeit. his mother, who uses stealth and speed to stalk these tasty treats. Okay, Halter gedrückt, um auf die Eidechse zu zielen. Hier. A lizard is in the glider's sights. He must tread lightly. These scaly delicacies Ach ja, are quicker than cool. they look. War ja ganz easy. Wenn man das mal ein wenig drauf hat, dann ist es, denke ich, gar nicht so verkehrt. Wieso zittert denn das Bild so? Boah, shit, ist die schnell. Aber ich hole sie langsam ein. Ich komme ihr immer näher. Dich krieg ich. Ah! These lizards are quick and will not give themselves up easily. Our glider will have to try harder Hab if sie. he's going to catch this squiggly prey. Ich hab sie doch. Hallo. War dem Spiel wohl schon egal. Halte gedrückt, um auf die Eidechse zu ziehen. He's done it. This wriggling lizard will make a fine meal for his mother and sister. Noch einmal. Wieso noch einmal? Ich hab doch gerade schon eine. He's done it. This wriggling lizard will make a fine meal for his mother and sister. Ach so. Drücke R, um deine Mutter zu finden. Hier. It is crucial that the family cooperate. There is strength in numbers, but if one of those numbers is weak, the whole family is at Gemeinsam risk. sind wir unschlagbar. And so, mother teaches her offspring to share. Ach so, weil ich die Mother Eidechse gegessen habe, always deswegen knows hat sich gezählt. Ich darf sie nicht essen. Sugar gliders are omnivores, keen to enjoy all sorts of forest delicacies, from insects to invertebrates, to small birds and wriggling lizards. The forest is a veritable feast for these intrepid possums. Jetzt soll ich es meiner Familie bringen. Aber die sind ja hier. Guckt mal hier. Zack. Perfekt. Es ist geil, dass wir alles essen können. Also so ziemlich alles. Und ganz schön viel Schmetterlinge gibt's hier. Aber wir sind ja auch eher in so einem Waldgebiet, was ich sagen würde, was eher so in südlicheren Ländern ist. Also eher so Dschungel, ne? A storm rumbles in the distance. The glider must move quickly to avoid being caught in its rages. Okay, sind wir jetzt auf... Nee, immer noch Mutter folgen. Oh Gott, wie geht es nochmal mit dem Fliegen? Drücken und gedrückt halten, ne?
Hä, wo ist denn die hin? Ach, darüber. A swinging branch attached precariously to a vine. Drücke, For um most zu ziehen. animals, this obstacle would be impossible to bypass. A fall from this height would be fatal and not worth the risk. But the sugar glider is a masterful acrobat and light on his feet. Ja, es ist aber nicht so He may einfach. succeed here, where others would undoubtedly Da können fail. wir so viel Akrobatiker sein, wie wir wollen. Das ist nicht so einfach. Hä? Ich hänge! Ich hänge, ich hänge. Ja, das war's. Wo komme ich hoch? Komme ich da hoch, oder was? Ja. Also das mit dem Fliegen habe ich noch nicht so raus. Das ist echt, sag's ehrlich gesagt, sehr schwierig. Beziehungsweise die Steuerung. This giant skeleton once belonged to a whale. The glider has never seen such a thing, and there's no reason he should have. But, sadly, the presence of this decomposed carcass so far inland is no mystery. Au! Seismic changes, likely a tsunami caused by this shift, no doubt deposited this unfortunate creature onto the island. The poor beast perished here, unable to return to its watery home. What remains a mystery is how sugar gliders, these tiny, intrepid mammals, have managed to survive the Earth's upheavals, while so many others have failed. By necessity, our glider is active during the day, though they are usually nocturnal. He'll have to use every instinct available to him to survive this strange and hostile landscape. Hä, wo ist denn die Mutter hin? Ach, darüber. Glaube ich. Ich habe die Mutter verloren. Instinkt? Da oben. The sugar glider has taken a risk by venturing close to these deadly red thorns. This risk did not pay off. Okay. Wow, das ist echt schwierig. Also das Fliegen ist mega schwierig. Drücke. Hui. Das habe ich noch nicht so raus. Zumal es auch voll schnell ist alles hier, die Steuerung. Hier. The clever glider turns a log into a vessel. Huh? A little innovation goes a long way Aha. on this island. Jetzt müssen wir wahrscheinlich auf die Fische hier aufpassen. Die voll auf uns stehen, schätze ich. A pathway leads to a potential nest. But what hides inside those gently swaying grasses? A cluster of spiders attacks. With their superior numbers, they could easily Ein Schwarm overwhelm the Spinnen sugar greift gliders. an.
Lass meine Mutter in Ruhe. Insect and arachnid populations have risen precipitously since the shift. Many of the animal and avian species that should have kept their numbers under control have been wiped out. Aggressive arachnids in competition for their own survival are an ever-present menace to sugar gliders and other small animals on the island. Kommt noch was? Wo? Wo? Schütze das Nest. Ja, das mache ich. Da kommen sie. Ich werde das ganze Feld mit Leichen von Spinnen säen. Was, die beißt mich? War es das jetzt? Haben wir es geschafft, die Spinnen zu besiegen? Mutter hat wohl einiges abbekommen. Und jetzt holen wir wahrscheinlich was sie wieder The habitat of the sugar glider has changed dramatically since the shift. Driven from the trees by torrential storms and forced to adapt to life on the forest floor, these tiny marsupials have shown remarkable resiliency. Where larger, brawnier animals have failed, sugar gliders continue to survive and adapt in ways that remain mysterious to us. Hier muss ich jetzt hin, oder was? Drücken Sie, um zu reisen. Okay. Butterflies, a feast for the eyes as well as the stomach. These fluttering insects will make a hearty meal for our young glider. Hab ein. Remarkably, the glider catches butterflies but does not eat them. Instead, he stores them for later. Da ist ein Frosch. Der war zu hoch. Der hier. Oh, der ist im Wasser, da komme ich nicht hin. Der hier. Wenn ich auf den Stein gehe und vom Stein aus... Oh, jetzt ist er weg. Nee, hier ist er. Hab ihn. 2 Stück. Kehre zum Tunnel zurück. Und den bringen wir jetzt unserer Mutter, damit es ihr wieder besser geht, oder was? Also so ein bisschen verbuggt ist das Spiel allerdings schon noch, ne? Muss man schon sagen. Das ist aber nur ein Schmetterling, wir haben nur 2 gefangen. Extraordinary. The glider has fed the butterflies to his mother, who now appears to be recovering from her spider bite. There is no reason a butterfly should provide an antidote for spider venom, and yet it appears to have done so. Is it possible the nectar or pollen the butterflies have been feeding on contains some hidden properties we are as yet unaware of? And how did the sugar glider know that this antidote would do the trick? This tumbling waterfall presents a beautiful but dangerous challenge. Its splashing waters threaten to throw the gliders off course while drenching nearby nooks and crannies in slick liquid. Xavier Island is home to a wide variety of bioluminescent fungi. These glowing mushrooms, nature's nightlights, help guide the sugar gliders on their way.
A complex relationship seems to exist between the gliders and these mushrooms. Sparkling sprouts that provide food, illumination, and perhaps, as has been theorized, something more. So, was soll ich alles nochmal machen? Alles nochmal. Ach ja. Rocks and branches covered in slippery moss. Das ist echt, ohne Mist, es ist sehr schwierig. Und was mich auch durcheinander bringt ist, ich sag's euch gleich, oder ich zeig's euch gleich, besser gesagt, Moment. Was mich durcheinander bringt ist, hier, diese Anzeige. Für mich würde das jetzt heißen, weil links war weiß, rechts war grau. Für mich würde das heißen, ich muss links drücken, weil das weiß ist, dass es erhellt. Also für mich eindeutig, dass ich links drücken soll. Nein, aber die meint das Graue. Grau ist das, wo du drücken sollst. Ganz am Anfang habe ich das gar nicht gecheckt. Ach, leck mich doch an. Okay, jetzt also nochmal. Mutter wartet. Oh Mann. Mutter wartet. Ey, also wirklich. Die Steuerung ist Krampf. Okay, jetzt langsam und mit Köpfchen. Zielen. Hä? Ich mach doch nichts anderes als gerade auch noch. Beim ersten Mal hat es doch auch funktioniert. Schwierig. Gut. Gut. Da drüben geht's weiter. Naja, okay. Nichts überstürzen, Ruhe bewahren. Nein. Woher? Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt geht's wieder zurück. Moment. Also, nächster Anlauf. Jawohl. Wir sind drüben. Jetzt müssen wir hier hoch, ne? Hier hin. Hier hin. Und dann war... Wohin? Hier rüber. Oder? Ja. Jawohl. Hier hoch. Und wo ist Mutter? Wow. Shit. Er war knapp. Wo ist sie denn? Hä, ich hab doch gar nichts gemacht! Ja, komm. Ach, Mann. Alles klar. Das Spiel nimmt mich hops. Hier rüber war's, oder? Ja. Despite these challenges, the young glider pushes upwards towards the open air. Ach, hier hoch jetzt. Jetzt hier hochhüpfen, oder was? Das klappt doch niemals. Okay. Jetzt darüber. Jetzt dahin. Mutter ist wohl schon mal vorgegangen. So wie es aussieht. Da ist sie. Hast du lang gewartet? Okay. The glider and his family are finally back on solid ground. Now, on to the next challenge. This gully is dominated by a skulk of foxes. These ravenous omnivores would love to have our family of sugar gliders for dinner. The gliders will have to be quick and quiet if they want to avoid being on the menu. Okay. Jetzt wird spannend. Ganz schnell und behutsam. Da ist der Fuchs. Der kann uns doch bestimmt schon riechen, oder nicht? Mother has the right idea.
darting quickly from hiding spot to hiding spot right under the fox's noses. It's a risk, but it works. Though foxes hunt, they are also skilled scavengers, adept at locating and then feeding on the decaying carcasses of other animals. Und ich sterbe gleich, weil ich nichts zu fressen habe. Oh, wo ist Mutter hin? Da drüben. Kann ich da rüber? Wo ist denn der Fuchs? Egal. Oh, ich wollte es gar nicht. So, Mutter, wo als nächstes hin? Hallo, Füchse, hier bin ich. Ja, wieso geht denn die jetzt nicht? Oder soll ich jetzt vorwärts gehen? Ich hab wieder nicht mitgelesen. Keine Ahnung. Komm, machen wir einfach mal. Over time, the dead have become more plentiful than the living, and scavengers have come to dominate the island. But this imbalance cannot last forever. Eventually, food will run out for the scavengers as well. The future of life on Earth depends on whether small mammals like the sugar glider can find a way to rebound. Ja, aber Mutter ist nicht mitgekommen, ne? Ich weiß eigentlich halt nicht so wirklich, was ich machen soll. Die ist immer noch da hinten. Ah! Da hat sich der Fuchs eine Mahlzeit gegönnt. Gut. Ach, jetzt geht's weiter. Die ist okay. The dead have become more plentiful than the living, and scavengers have come to dominate the island. But this imbalance cannot last forever. Eventually, food will run out for the scavengers as well. The future of life on Earth depends on whether small mammals like the sugar glider can find a way to rebound. Auf Bäume kommen ja Füchse zum Glück nicht. A joyous reunion. Together once more, the sugar glider family enjoys some much-needed rest. The vulture returns. Its arrival is sudden, leaving the gliders no time to hide or even react. There is little chance of survival. A sad reality of life on this perilous island. Jetzt haben wir es gerade geschafft und jetzt sind wir wieder auseinandergerissen worden. Resilient. More resilient than any of us could have expected. But the loss of his mother and sister has affected him deeply. The poor Joey cries out, his unique vocalizations expressing his sorrow, but also sending out a signal to his mother and sister. He is alive and will be coming for them. Okay, jetzt ist wohl, ich sag mal, die Einleitung des Games abgeschlossen. There's no time to lose. Das ist ja ein Stuhl. The longer the glider's mother and sister are in the clutches of the vulture, the lower their chances of survival. The Joey bounds forward with a new determination to reunite with his family. A peculiar relationship exists between surviving species like sugar gliders and the fungi native to Savior Island. The fungi seems able to influence these animals in ways researchers have yet to fully comprehend. It's as if an enhanced evolutionary process is at play, one that both strengthens these animals physically and heightens their instincts. Researchers have dubbed this phenomenon fungi symbiosis and continue to explore its effects. Ja, ich glaube, wenn ich da runtergehe, bin ich weg, ne?
Egal, wir machen es jetzt. Aber es hieß ja auch, diese leuchtenden Pilze weisen einen den Weg. Oh! Also an die Steuerung muss ich mich immer noch gewöhnen. Das ist nicht so easy hier. A whirlpool formed when two opposing currents clash. In this case, two low-lying rivers forced together by seismic shifts. This watery obstruction presents a potentially deadly challenge to the sugar glider. Ja klar, und ich muss jetzt auf diesen Baumstämmen balancieren oder wie, oder was? Ich muss, oh doch, ich glaube schon. Ich muss auf diese Baumstämme und dann hier rüber und dann da hoch. Ja, probieren wir mal, ne? Jawohl. Schon mal gut, hat gut funktioniert. Dann müssen wir jetzt auf die Insel da, die da kommt. A wealth of Jawohl. amphibians live in these dank caverns, a bona fide feast for our young glider. Ach so, ja, weil wir die alle essen, ne? Jawohl. Bis jetzt läuft ganz gut. Müssen wir fliegen? Okay, mit Anlauf, Moment. Knapp. Also das Hüpfen klappt mittlerweile. Aber ich höre irgendwas. Was war das denn? Essen. Lecker so ein Salamander. Kann man sich auch überfressen? Nee, kann man nicht, ne? Oh, eine Schnecke. Eine Schlange. This species is non-venomous, but still dangerous to our Joey. Eine Gefahr, One of okay. its favorite foods are small mammals like sugar gliders. Ja. The Joey will have to battle his way past it. Komm schon. Au, sie hat mich gebissen. Weiche hier weiterhin aus, bis die Schlange betäubt ist, okay. Ich glaube, das war falsch. Ich hab gedrückt. Alles gut. The war young das jetzt glider falsch? is getting weak. Luckily, Nee. the forest floor should help him regain his strength. The quick-thinking Joey should travel the woods for food, Nein! hoping these morsels will help him to be back on the road to recovery. Schnell, wir müssen den essen, damit wir da zu Kräften kommen. Jetzt. So, Attacke. Ich komme halt immer noch durcheinander mit den Tasten. Weil ich... Also für mich ist dieses... Wenn es angezeigt wird, dieser weiße Knopf auf der Maus, ist das für mich das Signal, dass das auch gemeint ist.
An impressive victory for our little Ach, das... Joey. Okay, fragt mich nicht wie, aber es hat funktioniert. Kann ich die essen? Ne, die ist zu groß. Also ich finde das ziemlich schlecht dargestellt. From the bowels of the earth sends rocks and streams of water pouring into the gulch. This glider must use all his skills to quickly reach the ground level before the rising water does. Okay, dann machen wir jetzt ganz schnell. Zack. A tremor from the bowels of the earth sends rocks and streams of water pouring into the gulch. This glider must use all his skills to quickly reach the ground level before the rising water does. Jawohl. Easy. Boom. Achso. The vulture. Against all odds, the glider has managed to track down his flying nemesis. His mother and sister still dangling helplessly from its Der hat immer noch die Mutter in der Hand. Der Geier. The glider can only hope that his family lives and that somehow he can find a way to rescue them. Alles klar. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Ganz schön flink. Hä? Hallo Grizzly. Wo ist denn der Frosch hin? Der Frosch ist weg. Suche den Geier. Evidence of human beings, relics like these of some of our failed attempts at salvation, are scattered across the island. Human beings made countless attempts to maintain a presence on Earth. Sadly, those attempts ended in disaster. Ratten. The sugar glider appears tiny and fragile next to these remnants of a once advanced and sophisticated civilization. And yet, he has accomplished something in his persistence on Earth that none of us could. A storm is coming. The young glider has seen many storms in his short life, too many, and knows the devastation they can cause. He will have to move quickly to avoid being caught in the deluge. Oh, was ist da denn mit Spinnennetzen überzogen? Guckt mal. Wie komme ich da rüber? Und ein Sturm zieht auf. Wir müssen uns wohl beeilen. Wir müssen da rüber. Also ich würde da jetzt mal rüberspringen. Auf die Gefahr, dass wir es nicht schaffen. Mit Anlauf. Ach, hat funktioniert. Wow, Spinnen. Das habe ich gemerkt. Lasst mich in Ruhe. Die kommen den Stein nicht hoch. Das sind Spinnen, die kommen den Stein nicht hoch. Sonst kommen Spinnen überall hin. Kommt alle her. Machen wir fertig. Ich würde ja sagen, keiner braucht Spinnen, aber in der Natur haben die schon... Oh. Wieso liegen hier Ratten? Hm. Also wenn Ratten hier schon tot sind, ist das kein gutes Zeichen. Epischer Schlag erworben? Oh, ich muss was essen. The sugar glider has eaten the highly venomous black widow Hä, ich habe eine spider. giftige Spinne gegessen? Was? This hardy youngster has the strength to survive this mistake. After some brief unpleasantness, ich wollte den Pilz essen, nicht die Spinne. Lesson learned. Und natürlich lernen wir aus dem Fehler, dass wir keine Spinne mehr essen. Oha.
This quick-darting and oversized tarantula would like to make a meal of our journey. To survive, Was ist das für eine XXL-Spinne?